Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserer 10. Coding Challenge. Heute geht es weiter und zwar wollen wir uns heute mit diesem wunderbaren Task hier beschäftigen. Und zwar haben wir hier möglichst viele Arten von Schreibweisen für Floats. Das heißt, wir wollen eine Konvertierung schreiben. Das Ganze kommt ja als Text zurück und nicht als Zahl, weil das einfach nur als ganz normaler String über das HTTP-Protokoll übermittelt wird und wir wollen das Ganze jetzt natürlich in einen gültigen Float umwandeln. Wunderbar, ich glaube, das ist so ziemlich alles, was ich sagen muss. Wir starten einfach direkt durch und dieses Mal geht es auch nicht wirklich um die Laufzeit. Das heißt, wir sparen uns jetzt, glaube ich, tatsächlich einfach mal die Benchmark-Variante hier, sondern nehmen uns einfach mal direkt die Lösung von der 9. Challenge, kopieren die und sagen dann hier, wir wollen solve10 aufrufen. So, das ist natürlich hier oben dann solve10. Wir passen hier ganz kurz an. Wir wollen das, wir wollen das. Wir wollen nicht das hier haben. Wir wollen auch nicht das haben, sondern wir holen uns direkt den Punkttext raus, damit wir hier tatsächlich direkt alles haben, was wir brauchen. So, und jetzt können wir das hier auch schon löschen und haben im Endeffekt alles, was wir brauchen. Okay, cool. Jetzt haben wir, was haben wir hier? Wir haben sozusagen den String angefragt. Ich kann euch das ganz kurz mal zeigen. Wir haben hier den String angefragt von, achso, ja, das wird nicht funktionieren. Wir exiten hier einfach direkt mal. Okay, so. Wir bekommen hier eben jetzt 10. Oh, ja, warum 10? Ich habe irgendwie immer noch an Solution 10 gedacht. Genau, wir kriegen hier einfach immer jetzt das mit, so wie wir es brauchen. Hier kriegen wir sozusagen einfach von der Challenge-Seite und jetzt müssen wir das Ganze umwandeln in ein Solution, in einen gültigen Float. Die super einfache Variante, und so könnt ihr übrigens auch überprüfen, ob ihr es immer richtig gemacht habt, außer natürlich an den Server zu schicken, ist, ihr nehmt Solution ist gleich Float von Resp. Das ist super easy und super lame. Damit habt ihr aber auf jeden Fall schon mal eine gültige Solution, weil das kommt genau mit diesen Strings eben klar. Was wir also machen wollen, ist, wir wollen diese Konvertierung hier selbstständig schreiben. Und das ist teilweise wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil wir einzelne Sachen machen müssen. Ich werde jetzt erstmal Folgendes machen. Das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen hier erstmal, Resp, was ist denn los? Ist gleich, so, wir wollen erstmal Whitespaces vernichten. Punkt Replace. Das heißt, wir wollen irgendwie sowas wie Leerzeichen, was sein kann, weil wir nach einem Minus ein Leerzeichen bekommen könnten, wollen wir ersetzen durch nichts, damit wir das schon mal weg haben. Und dann wollen wir auch noch das Plus mit nichts ersetzen, denn das brauchen wir auch nicht. So, dann schreiben wir uns hier oben drüber erstmal einen Faktor. Also ich nehme an, dass es da ganz, ganz viele Varianten davon gibt, wie ihr das gelöst habt. Aber ja, ich mache es jetzt halt mal so, dass es nur eine Lösung von vielen logischerweise. Wenn es bei euch funktioniert hat, dann heißt es nicht, dass eure Lösung irgendwie schlechter ist als meine, sondern wahrscheinlich ist sie sogar deutlich besser. Und jetzt sagen wir hier, wenn unsere Resp mit einem Minus beginnt, das heißt von 0, das Minus muss ja immer ganz vorne stehen. Wenn das mit einem Minus beginnt, dann ist erstmal unser Resp gleich 1 bis Ende. Resp gleich Resp von 1 bis Ende. Und unser Faktor ist erstmal am Anfang natürlich 1. Ich kann natürlich jederzeit sagen, dass ich mit 1 multiplizieren möchte. Das ist kein Problem. Aber ich kann hier auch eben dann sagen, ich möchte mit minus 1 multiplizieren, weil ich eben ein Minus vorne stehen habe. So, dann habe ich schon mal Minus und Plus geklärt. Jetzt kann ich natürlich, direkt am Anfang kann ich natürlich auch noch schreiben, if Resp gleich, aber dann sollte ich trotzdem das vorne dran haben, nehme ich an. Wenn das gleich Infinity, warum habe ich denn hier nur 1 gesetzt? Or Resp gleich inf, dann Solution ist gleich inf. Problem ist tatsächlich, in Python braucht man dann tatsächlich hier auch noch die Konvertierung in einen Float. Das heißt, ich muss schreiben Float von inf. Wobei ich natürlich jetzt hier auch wieder die Cheat-Version so ein bisschen verwende, aber
ja, es geht tatsächlich nicht anders. Das muss man tatsächlich so schreiben, weil es halt intern so gehandhabt wird. Wir schreiben uns das Ganze jetzt auch mal in eine Funktion rein. Def convert und da brauchen wir die resp. Wobei resp vielleicht nicht der beste Name wäre, aber egal. Und wir geben das hier direkt zurück. So. Und ja, jetzt haben wir hier eigentlich schon soweit alles, glaube ich, was ich möchte. Okay, also wir haben hier erstmal natürlich das. Also erstmal überprüfen wir, ob es Infinity ist. Dann überprüfen wir, ob es negativ ist. Dann haben wir noch die E-Schreibweise. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Wenn wir E haben, dann müssen wir das natürlich noch mit 10 hoch dem multiplizieren. Sprich, wir sagen jetzt hier, wir splitten das Ganze. Resp ist gleich resp.split. Und zwar an E. Falls wir also irgendwas mit E bekommen, kriegen wir 2 Teile zurück. Nämlich einmal eine Liste. Also Beispiel, wenn wir 1, 2, 3, E4 kriegen, kriegen wir jetzt eine Liste aus 1, 2, 3 und eine Liste aus 4. Achtung, beides noch als gewöhnliche Strings. Dann haben wir hier sozusagen alles, was wir brauchen. Und wir können jetzt hier sagen, okay, wir müssen dann halt noch 10 hoch 4 drauf multiplizieren. So, und ja, jetzt geht es an die eigentliche Konvertierung von der Zahl. Achso, wir müssen auch noch hier einen Split durchführen für Kommas. Gut, wir können aber nur, wobei, nee, können wir nicht. Gut, dann sagen wir hier, resp von 0 ist gleich resp von 0. Da ist das drin, was hier vor dem E steht. Sprich, wenn wir hier sowas haben, dann ist das eben schon nicht mehr drin. Jetzt können wir hier drin auch noch splitten anhand von dem Punkt. So, und ja, jetzt können wir hierher gehen und unsere Solution erstmal definieren. Solution ist gleich 0. So, und jetzt for I in resp von 0 von 0. Da sind jetzt die ganz normalen Stellen vor dem Komma drin. Das heißt, wartet ganz kurz. Wir haben hier in resp von 0 haben wir zum Beispiel 123,4 drin stehen gehabt. Dann haben wir jetzt hier in resp von 0 haben wir drin stehen 123 und Komma 4. Achtung, alles noch als Strings. So, dann sagen wir hier, für jede dieser Zahlen hier drin wollen wir was berechnen. Wir wollen jetzt natürlich auf 123 rauskommen. Das heißt, wir sagen hier Solution plus gleich Solution, nicht Solution, resp. So, jetzt wollen wir an den String zugreifen. Das heißt, wir gehen, nicht an den String. Doch, I ist ja unser String, der hier 123 enthält. Das heißt, wir wollen I von verdammt, ich wollte doch eigentlich hier die Länge davon nehmen. Jetzt weiß ich, warum ich gerade so verwirrt bin. So, ich wollte die Länge haben, damit ich hier sozusagen sagen kann, okay, 0, 1 und 2, 0, 1 und 2. Und so will ich das eigentlich haben. Das heißt, wir sagen hier, okay, resp von 0 von 0, von I mal, also das ist die erste Stelle und die zweite Stelle und die dritte Stelle. So, und an der vordersten Stelle haben wir ja jetzt Faktor 100. 100 ist die Länge der Liste minus 1. Das heißt, wir wollen hier Länge der Liste, Länge von resp von 0 von 0. Von 0 von 0. So, also die Länge von dem String, Achtung, minus I. Warum minus I? Minus I plus 1 sogar. Warum minus I plus 1? I ist 0. Das heißt, wir wollen jetzt hier an der ersten Stelle, hätten wir jetzt, oder nee, nochmal ganz anders. Länge von dem String ist jetzt erstmal 3. Das heißt, wir hätten hier jetzt, was ich machen will, ist ursprünglich eigentlich das gewesen. Machen wir direkt, sorry, jetzt ist gerade ein bisschen verwirrt. 10 hoch dem, was ich hier hinten berechne. So, was ich hier hinten berechne, ist erstmal die Länge der Liste. Die ist 3.
3 würde bedeuten, ich mache hier 10 hoch 3. 10 hoch 3 ist 1000. Das ist 1 zu viel, ich will nur mal 100 machen. Sprich, ich habe hier Länge der Liste plus minus 1, sorry. Minus 1, Länge der Liste minus 1 wäre dann eben nicht mehr 3, sondern nur noch 2. Also habe ich hier 10 hoch 2, was 100 ist. Das heißt, ich nehme einfach diese erste Zahl hier sozusagen und multipliziere die mit 100. Und ja, ich werde mir jetzt hier sparen, dass ich die einzelnen Ziffern konvertiere. Ich werde jetzt hier auch einfach die Int-Konversion benutzen. Ihr könnt natürlich auch hergehen und sagen, hey, ich will falls 0, 0 und so weiter. Wobei, sollen wir das machen? Sollen wir wirklich? Nee. Wir könnten hier natürlich auch einfach solche Funktionen nehmen, die, wie hier unten bei unserem Lambda, wo haben wir es? Ich scroll ganz kurz und zeige euch dann hier, genau. Wenn wir hier eine 0 haben, dann bilden wir ab auf 0. Wenn wir eine 1 haben, im Endeffekt ist es ein ganz normales Dictionary, was wir hier verwenden könnten. Ich bin aber zu faul dafür, deswegen lassen wir das jetzt. Das muss jetzt nicht auch noch sein. Okay, wir konvertieren sozusagen die erste Ziffer in eine 1. Das heißt, wir haben hier 1 mal 10 hoch die Länge der Liste minus 1, also 10 hoch 100, i ist 0. So, im nächsten Durchlauf können wir nicht wieder mal 100 nehmen, sondern wir müssen hier jetzt sagen, wir wollen mal 10 nehmen. Dann haben wir hier, das hier vorne ergibt 2, also der Int-Teil hier ergibt 2. Dann sagen wir hier mal 10 hoch 2, 10 hoch 1, also 10. Und am letzten Feld machen wir hier mal 10 hoch 0, weil wir sagen hier, i ist 2. Das heißt, wir sagen hier 3, also die Länge der Liste ist 3. Minus 2 ist 1. Das heißt, wir hätten immer noch Faktor 10, aber so haben wir dann eben Faktor 0. Und 10 hoch 0 ist auch 1. Alles hoch 0 ist 1. Das heißt, wir multiplizieren das hier sozusagen mit 1 und addieren das einfach drauf. Und dann sind wir hier durch und alle sind glücklich. So, jetzt haben wir den vorderen Teil hier, haben wir. Jetzt müssen wir allerdings hier noch eine Kleinigkeit anpassen, und zwar sagen wir hier 0. Jetzt sagen wir for i in, und im Endeffekt können wir das hier eigentlich kopieren. Wir müssen so ein kleines bisschen anpassen für die Nachkommastellen. Das heißt, das ist jetzt die Nachkommastelle, das Nachkommastelle und das hier ist Nachkommastelle. Und jetzt wollen wir hier plus gleich, wir konvertieren das wieder in Integer, mal 10 hoch. Und jetzt wird es spannend. Jetzt wollen wir nämlich im Endeffekt fast dasselbe wieder tun, aber jetzt halt für die Nachkommastellen. Das heißt, wir sagen hier 10 hoch, die Länge der Liste, aber die Länge der Liste negativ gesehen. Und dazu brauchen wir dieses Längegramm eigentlich überhaupt nicht mehr. Wir brauchen nur noch minus i minus 1. Das reicht eigentlich schon für uns, weil wir jetzt hier Folgendes haben. Am Anfang ist i 0. Das heißt, wir haben hier 10 hoch minus 0. Naja, 10 hoch minus 0 ist 10 hoch 0, also 1. Das wäre 1 zu wenig, denn dann würden wir hier einfach den Integer von also das hier im Endeffekt zurückgeben. Wir würden 4 zurück oder drauf rechnen, was natürlich nicht ganz das ist, was wir wollen. Wir ziehen also noch 1 ab, das heißt, wir haben hier 10 hoch minus 0 minus 1, was 10 hoch minus 1 ist, also 0,1. Und 0,1 mal 4 ist 0,4. Und 0,4 ist genau das, was wir hier drauf rechnen wollen. Wenn wir jetzt hier noch eine weitere Stelle haben, dann landen wir hier bei i gleich 1. Das heißt, i gleich 1 wäre dann hier eben minus 2. 10 hoch minus 2 ist 0,01 mal 5. Das heißt, wir hätten hier 0,05, was wir hier drauf addieren. Wie gesagt, dieses int hier könntet ihr, das ist dann wahrscheinlich jetzt dieses Mal eure Aufgabe, könnt ihr ganz gerne noch in ein Dictionary einarbeiten, damit ihr auch wirklich alles sozusagen selbstständig konvertiert habt. Da bin ich jetzt aber gerade einfach nur zu faul dazu. So. Okay, cool. Das heißt, wir haben hier die Nachkommastellen schon komplett fertig. Jetzt geht es um diese Stellen hier. Das heißt, wir können hier zum Beispiel 1, 2, 3,45 E6 stehen haben. Dann wird das umgewandelt 1, 2, 3,45,6, also 6 als zweiten Eintrag hier. Und deswegen gehen wir jetzt hierher und sagen for i in range Länge von resp von 1, was das hier ist. Und hier sagen wir jetzt, wir wollen Solution
gleich Solution mal. So, jetzt müssen wir hier wieder davon ausgehen, dass wir hier von mir aus 2 Stellen haben, denn dann brauchen wir natürlich hier dieses Durchlaufen noch. Und jetzt brauchen wir hier dieses Mal. Okay, wie berechnet sich das jetzt? Wir konvertieren natürlich wieder den ersten Teil in einen Integer. Das heißt, wir sagen, wir konvertieren die Response von 1 von i, also in unserem Fall, im ersten Fall hier die 6, im zweiten Fall die 7, haben wir jetzt hier drin stehen. Dann gehen wir hierher und natürlich müssen wir jetzt hier das hier mal 10 hoch irgendwas machen. Das heißt, wir brauchen hier jetzt das Multiplizieren mit 10. Also im ersten Fall mal 10, im zweiten Fall wäre es mal 100, was wir hier brauchen, weil, Quatsch, nee, stimmt nicht. Das bedeutet ja so viel wie 10 hoch 6, was wir hier wollen. Das heißt, das ist unsere 6, 10 hoch 6. Das ist das, was passiert, wenn wir hier nur eine Zahl haben. Jetzt haben wir aber natürlich mehrere Zahlen. Und im zweiten Fall müssen wir, oder besser gesagt, im ersten Fall müssen wir jetzt nicht mehr nur 10 hoch 6, sondern 10 hoch 60 rechnen. Sprich, das hier wird auch nochmal 10 hoch das da gemacht. Sprich, was wir eigentlich haben, ist hier nochmal eine Berechnung. Wir haben jetzt hier 10 hoch 6 gerade. Jetzt haben wir 10 hoch, Moment, nein, das stimmt nicht. Wir nehmen hier die Klammer, jetzt komme ich gerade mit den Klammern durcheinander. Hier, so, mal 10 hoch und jetzt sind wir wieder bei, wie viele Stellen hat eigentlich diese Liste hier. Naja, also nehme ich hier die Länge der Liste resp von 1, oder was heißt die Länge der Liste? Die Länge des Strings eigentlich genauer gesagt. In dem Fall haben wir jetzt hier gerade 2, das heißt, wir würden hier jetzt gerade 10 hoch 2, was 100 wäre. Das heißt, wir wären bei Lösung hoch 600, was natürlich 1 zu viel ist. Das heißt, wir ziehen 1 ab und wir ziehen wieder i ab. Achso, und jetzt muss ich das natürlich wieder hier in Klammern setzen. Boah, das sind jetzt wirklich viele Klammern. So, okay, jetzt gehen wir dann nochmal ganz kurz durch. Wir sagen, wir wollen unsere Lösung multiplizieren, das macht das mit 10 hoch der Zahl, die wir sehen, also der Zahl, die wir an letzter Stelle sehen. Das ist das einfachere Beispiel. Wenn wir jetzt eine Zahl weiter vorne haben, wie diese 67 hier, sagen wir 6 mal 10 hoch, wir wollen ja 10 jetzt haben, also mal 10 müsste eigentlich passen, aber wir könnten natürlich auch 600 irgendwas hier stehen haben. Das heißt, wir sagen hier 10 hoch die Länge der Liste oder die Länge des Strings besser gesagt, was in dem Fall 2 ist, deswegen ziehen wir 1 ab und wir ziehen die Stelle ab. Sprich, wir ziehen an der ersten Stelle 0 ab, das heißt, wir kommen hier bei 10 hoch 1 bei raus, also 6 mal 10 hoch 1, also 60, also 10 hoch 60 ist das Ding hier. Also wird unsere Lösung mal 10 hoch 60 gerechnet, was das hier ist. Und danach ziehen wir hier durch das Minus i noch eins mehr ab, also 10 hoch 7, nicht mehr 10 hoch 70. Und dadurch haben wir eben dieses E-Problem jetzt auch gelöst. Wenn wir jetzt hier noch eine 5 vorne dran stehen haben, dann ist halt die Länge der Liste einfach 3. Das heißt, wir sagen hier vorne 5 mal 10 hoch 2. Das heißt, wir haben hier dann 500 stehen. Das heißt 10 hoch 500, was einfach viel zu groß ist, wird nirgendwo reinpassen, aber egal. Dann eben 60 und dann 7. So, wunderbar. Und ja, jetzt haben wir das auch soweit fertig, würde ich sagen. Das heißt, wir haben die E-Schreibweise, wir haben die Float-Schreibweise hier, also mit Komma 0 hinten dran theoretisch. Wir haben Infinity abgefangen, wir haben, ich glaube, wir haben so ziemlich alles. Es kann gut sein, dass ich hier was übersehen habe. In dem Fall bitte ich euch einfach mal ganz kurz, hier natürlich auch noch eure Lösung mir zu verraten. Und ja, ich glaube, das passt soweit ganz gut. Ich lasse das jetzt einfach mal kurz laufen und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. So, wir haben Success. Ich möchte aber jetzt noch ein bisschen mehr als nur Success sehen. Ich möchte, dass du mir auch noch Data ausgibst, damit ich auch noch weiß, was da überhaupt drin stand. Ja, okay, jetzt haben wir Inf. Und ja, jetzt wäre es natürlich wieder sinnvoll gewesen, ich hätte den Benchmark laufen lassen. For i in range. Ne, machen wir 10 erstmal. Lassen wir das Ganze einfach 10 mal laufen und dann schauen wir es uns mal an.
Da haben wir ein Problem. Richtig, ich habe hier oben nur Whitespace, also Leerzeichen rausgefiltert. Da kann aber auch noch ein Tabulator drin sein, den habe ich völlig vergessen, weil ich die Challenge auch schon vor einer Weile geschrieben habe. \t, das ist der Tabulator, der hier rausgefiltert wird. Und ja, das muss man auch erkennen. So, jetzt haben wir... Ja. Und \n kann auch noch drin vorkommen. Warum habe ich denn den da reingeschrieben? Okay, \n. Ups. Kann auch drin. N ist Newline, T ist Tabulator, nur falls ihr es noch nicht wusstet. So, jetzt habe ich mich hier natürlich wieder mal irgendwo vertan. Achso, nein, ich habe mich nicht vertan. Ich habe hier einfach nur vergessen abzufragen, ob auch wirklich das vorhanden ist. Das heißt, wir sagen hier noch if, also wobei, nee, selbst das muss nicht sein. Es kann nämlich sein, dass wir hier eine Kommazahl kriegen, die vorne dran nicht stehen hat. Dann sagen wir hier, nein, das sollte dann einfach leer sein. Das sollte aber trotzdem passen. Aber es kann sein, dass wir kein Komma haben, sprich wir haben dieses Ding hier nicht. If len von resp von 0 gleich 2. Mehr sollte da hoffentlich nicht drin stehen. So, nämlich dann brauchen wir nur das Nachkomma. Und es kann natürlich auch sein, dass wir kein E haben. Das heißt, if len von resp gleich 2, dann erst wollen wir das mit dem E machen. So. Okay, so, was habe ich jetzt vergessen? Jetzt kriegen wir einen Haufen Errors zurück, weil wir hier einen Haufen Nones haben. Warum haben wir hier einen Haufen None? Oh, und ich habe den Faktor noch vergessen. Achso, ja klar, weil ich hier, oh Gott. Ja, okay, weil ich vergessen habe, die Lösung zurückzugeben. Return Solution mal Faktor. Der Faktor hier macht eben negative Zahlen auch noch. So, jetzt, was habe ich diesmal vergessen? Jetzt habe ich, glaube ich, nichts mehr vergessen. Allerdings habe ich hier noch einen Fehler. Und diesen Fehler, meine Damen und Herren, werden wir nicht loswerden. Denn dieser Fehler ist ein Rundungsfehler. Ihr seht, hier sollte theoretisch 0,23473,0. Also hier sollte nach der 0 nichts mehr stehen. Hier steht aber jetzt trotzdem noch Komma 2. Und das liegt einfach ganz simpel daran, dass Floating Point Operations nur bedingt genau sind. Das heißt, wir können hier nicht unendlich genau werden und haben tatsächlich solche Ungenauigkeiten. Und solche Fehler werdet ihr nicht loswerden. Dafür haben wir hier das hier haben wir geschafft, das haben wir geschafft. Mit Es haben wir geschafft, Negativ haben wir geschafft, Inf haben wir geschafft. Ja, ansonsten sieht es ganz gut aus, außer die übliche Ungenauigkeit. Und das war auch eine der wichtigen Lektionen, die ich euch dieses Mal zeigen wollte. Ihr werdet nicht immer alle Lösungen perfekt hinkriegen, wenn ihr mit Floats rechnet. Das ist einfach extrem wichtig und lässt sich auch nicht wirklich vermeiden. Deswegen macht man normalerweise immer eine Abfrage, wenn man mit Floats tatsächlich Abfragen macht, ob es größer oder gleich ist, beziehungsweise man überprüft dann halt, ob es in einem gewissen Bereich ist. Sprich, man akzeptiert eine gewisse Ungenauigkeit. In dem Fall hätte ich jetzt hier von mir aus ein if Token größer oder if Token größer als 0,23472 und Token kleiner als 0,23474 machen müssen, damit man hier wirklich eine sinnvolle Lösung hat. Sprich, immer so ein bisschen Ungenauigkeit einplanen. Okay, ich weiß, heute mal wieder ein langes Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch die Lame-Version einfach mit der Float-Konvertierung nehmen, aber das macht, glaube ich, doch trotzdem ein bisschen mehr Spaß. Und ich hoffe, der ein oder andere von euch hat auf jeden Fall noch Bock, diese Ints zu ersetzen durch ein Dictionary. Und ja, das ist aber eigentlich nur Schreibarbeit, deswegen überlasse ich das ganz gerne einfach mal euch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.